Hallo Mädels und Jungs, angekommen in Bonifacio, und weil mir auf der anderen Cam Saft ausgegangen ist, also der Akku leer, nehme ich jetzt einmal die Cam. Wir sind noch auf dem Parkplatz und gehen jetzt dann nach Bonifacio rein. Und hier sieht man schon den Friedhof und eine kleine Möwe sitzt oben. Ja, ein wenig die Stadt anschauen und natürlich die Königstiege. Mal sehen, wie die aussieht. Alte Bauten, Ruinen. Hat man von hier wirklich eine tolle Aussicht. Von hier hat man eine schöne Aussicht auf den Hafen. Und auf die Stadt Bonifacio. Jetzt müssen wir nur noch auf die andere Seite, damit wir zur Königstiege kommen, die wir dann runtergehen. So, auf dem Weg durch die Stadt. Einige Straßen sind abgesperrt. Und da ich nicht weiß, ob meine Brinkin das vorhin aufgenommen hat, nochmals die Aussicht von Bonifacio. Die Stadt auf den Felsen. Oder auf dieser Felszunge. Hier vorne steht unser Bike. Und wir gehen jetzt dann die Königsstufen hinunter. Aber vorher schauen wir uns noch die Aussicht hier an. C'est ça, on dirait bien ma soeur, mais...
So, wir sind an der Königstiege. Das ist unser Ticket. 2,50 €. Und jetzt gehen wir Stufen hinunter. Danke. Damit ihr seht, das ist waagrecht. So gehen die Stufen runter. So, das ist die Königstiege. So geht's hinauf. So Leute, wir sind auf der Königstiege. Wir haben uns ein Ticket gekauft um 2,50 €. Jetzt stehe ich einmal waagerecht und wir schauen uns jetzt einmal die Königstiege an. Und die geht ein wenig bergauf. Man kann sehen an dem, der gerade herunterkommt. Und die geht auch sehr steil nach unten. Stufen sind sehr glatt. Und man muss aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Und diese Stiege ist direkt in den Felsen hineingeschlagen. Wir gehen jetzt runter und schauen uns dann unten um. So, wir sind hier unten. Hier geht die Königstiege hinauf. Der eine Gang ist leider abgesperrt. Und hier ist der Weg entlang diesen Felsen und größtenteils auch abgebrochenen Felsen. Geht sie hier nach hinten. Und natürlich immer ein wenig Gegenverkehr. Wunderbare Aussicht, echt toll. Aber man muss immer schauen, wo man hintritt. Denn der Weg ist nicht 100% gerade und hat auch nur hier eine Art Leitplanke. Mal sehen, wie lange wir brauchen. Ja, und hier ist der alte Weg abgesperrt, aber dafür gibt es hier einen Weg hinunter zum Wasser, den wir jetzt noch gehen. Und wie man sieht, sind viele schon hier beim Baden. So, und das ist der Beginn der Stiege. Und da geht es so rauf. Ziemlich steil. Und die müssen wir wieder raufgehen. Ansonsten würden wir hier unten bleiben müssen. Die meisten keichen schon beim Heruntergehen. Und es wird erst richtig anstrengend beim Hinaufgehen.
Hier einer der schönsten Aussichten. Leider ist meine Brillenkam leer. Darum mache ich das jetzt nochmal. Ich bin ein wenig außer Atem, weil ich gerade die Königsstiege hochgegangen bin. Und neben dem, dass sie sehr steil ist, sind natürlich auch die Stufen extrem hoch. Das heißt keine 15 oder 20 cm, sondern man muss da gut 30 cm pro Stufe rechnen und teilweise sogar mehr. Kinder haben da wirklich Probleme. Und hier sieht man so schön, dass die Stadt wirklich direkt am Felsen gebaut ist. Und außerdem eine kleine Notiz an mich selbst. Ich sollte meine Cam täglich aufladen, denn auch die ist jetzt schon wieder leer, was sehr ärgerlich ist, wenn man so schöne Dinge vor sich hat und dann mangels Akku nicht mehr filmen kann. So, das ist Bonifacio mit seinen engen Gassen, kein Autoverkehr und viele Geschäfte und natürlich auch einige Lokale. Viele nette kleine Boutiquen. Und ja, das ist die einzige Straße, die noch befahren werden darf. Ansonsten ist Bonifacio eigentlich autofrei. Eine wirklich wunderschöne kleine Altstadt oder sehr alte Stadt. Eben die Stadt auf dem Felsen. Mit wirklich sehr, sehr viel los. Das meiste, was natürlich unterwegs sind, sind Touristen, so wie ich auch, die durch die Stadt und die engen Gassen flanieren und sich alles ansehen. Sehenswürdigkeiten und die vielen hübschen Dinge, die es hier gibt. So, das ist der Teil, wo es wirklich bis auf den Felsen hingeht. Das heißt, hier stehen wir genau an der Kante des Felsens. Mehr geht einfach nicht mehr. Und hier hört auch Bonifacio auf. Vorne gibt es noch den Leuchtturm. Und dann nur mehr das Meer. So, das ist der Hafen von Bonifacio aus. Und zwar hier sind ein paar Segelboote. Und hier drüben ist erst der richtige Hafen. Und Bonifacio schaut auf den Hafen hinunter, das oben auf dem Felsen thront. Hier ist immer stetiges Treiben. Rein und raus. Natürlich auch einige Ausflugsschiffe, wie wir gesehen haben, die Leute zu den Königsfelsen bringen. Und hier gibt es natürlich auch ein Taxi, das zum Parkplatz fährt. Aber das Stück kann man auch zu Fuß gehen. Weil es bei meiner Brillencam nicht funktioniert hat. Einer der Türme. Und ein Turm mit Ruine. Etwas weiter oben. Zur Sicherheit filme ich es noch einmal. Wie gesagt, bei meiner Brillencam, obwohl ich sie aufgeladen habe, ist der Akku leer. Und da ich nicht nachsehen kann, ob die Aufnahme etwas geworden ist, hier noch einmal.
So, nächstes Ziel. Leuchtturm. So, okay, da vorne ist der Leuchtturm. Aber dahin muss man zu Fuß gehen. Denn hier, wo das Mädel sitzt, ist eine Kette. Und die ist normalerweise gespannt, beziehungsweise zurzeit nicht. Und ich habe keine Lust hineinzufahren und dann ist die Kette vor, wenn ich wieder raus möchte. Aber es ist sowieso nicht interessant, es ist nur ein Leuchtturm. Ich meine, der Leuchtturm schon interessant, aber die Strecke dorthin ist einfach nur normaler Asphaltweg und das ist halt nicht so übermäßig interessant. Hier sieht man hinüber zu Sardinien. Ja, und wir werden uns jetzt noch den einen schönen Strand anschauen. Tja, den Strand habe ich leider nicht gefunden, aber eine Insel hat ja nicht nur einen Leuchtturm. Hier zum Beispiel ein alter Leuchtturm, wie er früher ausgesehen hat. Und hier ein neuer, so wie sie jetzt aussehen. Alt und neu. Durch Zufall eine kleine Straße gefunden und mich auf den Weg gemacht. Und jetzt werde ich noch einmal ins Wasser springen, bevor ich heimfahre.